Schauen wir mal, ob Schieden geht. Am Abend oder morgen die ganze Zeit Schüsse gehört. Hat uns vorhin noch gewarnt, gesagt, nee, nimm die Straße. Dann sind wir dann geflüchtet. Na, landschaftlich hat sich sehr geändert. Wir sind so gesehen mitten auf dem Meer. Alles flach. Hier Flamingos. Ja, aber es trübt so ein bisschen, weil hier ist wirklich ganz viel Van-Verkehr und alles. Ja. Gasgeruch in der Luft von der Raffinerie. Ja, Staubig ist es. staubig und trocken. Ja, es ist keine Fata Morgana. Da ist das Meer. Schon cool hier, irgendwie ziemlich surreal. Erinnert mich auch so ein bisschen an ein Gemälde von Dali. Das wird nix. Schauen wir mal, ob Schieden geht. Ist hier so eine Lane oder fährst du da direkt durch? Ja, ich suche mir so eine Linie, aber ich können auch gleich weiterschieben. So an sich ist die Strecke echt schön, sehr meditativ, weil du kannst eigentlich nichts falsch machen. Du fährst nur geradeaus und hast trotzdem ziemlich viel Abwechslung drin. Jetzt haben wir mal gerade Sand, ist aber auch nicht schlimm. Geht, läuft, schiebst du halt. Aber echt schön. Ich glaube, das wird ein bisschen schwieriger, aber auch das geht. Vielleicht müssen wir es dann zu zweit machen. Langsam geht die Sonne unter. Unter geht sie. Sehr schön. Das war nicht der schönste bis jetzt. Den schönsten habe ich leider nicht gefilmt. Aber auch fantastisch. So, ich latsche jetzt nochmal die Düne hoch, weil der Sonnenuntergang einfach übertrieben geil aussieht gerade. Die Bilder kommen immer nicht so auf dem Foto oder auf dem Video, aber es ist einfach so mega. Hello again! Wir fahren immer noch durch dieses Naturschutzgebiet. Steffen wird euch nochmal den Namen einblenden, weil ich mich nicht zum Affen machen werde, es auszusprechen. Und es ist echt schön hier. Zwar ein bisschen windig heute, aber sehr, sehr schön trotzdem. Ich habe lange überlegt, an was mich das so erinnert. Du hast halt so Heide und ein bisschen Moor und diese weite Landschaft, dann so kleine weiße Häuschen und dann die Pferde, Stiere
war erst so die Überlegung, ja, Mexiko. Aber das wäre ja auch nur eine Projektion von meiner Fantasie, weil ich war noch nie in Mexiko. Und dann bin ich drauf gekommen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Puszta-Steppe aus Ungarn. Aber auf jeden Fall sehr, sehr schön hier. Angenehm. Macht Spaß hier zu fahren. Hier ist so ein Nebenarm der Rhone, das dann ins Meer fließt. Erinnert auch vom Weg her an die Strecke zu Anfang. Eurovelo 6. Da meckert aber einer, Mensch. So, wir wollten Schlafplatz suchen. Hat leider nicht geklappt, weil es hier so aussieht. Voll mit Leuten. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte. Vorgestern haben wir Leute aus Werdau getroffen. Aus der Heimat. Werdau ist von Krimitschau nur 15 Kilometer weg. Und von denen haben wir heute Kekse geschenkt bekommen für die Wegzehrung. Ja, vielen Dank nochmal dafür. Die Kekse sind Schon gemuffelt. schon weg. Haben sehr gut geschmeckt. Ja, war sehr nett. Ja, es war sehr schön, aus der Heimat ein bisschen Leute zu treffen. Und davor, ein paar Tage vorher, haben wir schon Leute aus dem Erzgebirge getroffen und waren auch super, super lieb. Auch Grüße gehen raus. So, und jetzt stehen wir hier und überlegen, was wir so machen, wie es weitergeht. Und neben uns steht ein Auto mit 2 älteren Leuten. Und die Omi kommt und gibt uns gefrorenes Wasser. Also eine Flasche. Ist noch gefroren, ja. Ein Block, dass ich noch was erkennen kann. Füllen wir noch ein bisschen Wasser rein. Aber also die Hälfte, das war noch halb voll mit Wasser, das haben wir schon alles getrunken, weil es richtig. Und das war so erfrischend. Das erste Mal so kaltes Wasser seit Monaten. Oh, seit Monaten, ja. Und dann hat sie uns noch Äpfel geschenkt. Ja, das auch noch. Das Ja. stimmt. Ja, Riesengroße Äpfel. Mhm. So, jetzt müssen wir aber. Also es wird auch hier auf dem Platz nicht leerer. Ein paar Autos fahren, aber dafür kommen ein paar andere. Also ich denke mal, die werden jetzt demnächst dann alle eintrudeln für den Sonnenuntergang. Da wir jetzt aber dann noch kochen wollen, müssen wir jetzt dann mal langsam einen Platz finden. So, wir sind heute wieder recht spät losgekommen. Wieder erst so gegen 12, weil wir noch unsere ganzen Sachen geladen haben. Was hieß bei Powerbanks. Dann die Drohne, die ist uns unterwegs in der Tasche angegangen, hat da rumgepiepst, bis sie leer war. Die Handys haben wir aufgeladen. Und jetzt sind wir ein kleines Stück gefahren und jetzt haben wir hier so den ersten Rastplatz wirklich in einer ganz langen Zeit gesehen mit so einer Bank. Da haben wir gedacht, hier hätte man eigentlich auch bleiben können. Na, hier ist mal ganz nah. Schauen wir mal, ob man es sieht. Ein Flamingo ist dran. Gucken wir mal. Hier. Guck mal, hier hat schon einer vorgesorgt. Direkt die ganzen Toiletten. So, sieht man es. Ja, schön. Flamingos. Ich weiß nicht, wie viele Fotos ich schon von Flamingos habe, aber die sind immer wieder toll. Das wäre eigentlich ein cooler Spot gewesen, aber jetzt sind wir gerade mal, 1 Kilometer gefahren, jetzt machen wir hier nicht Rast. Kam auch wirklich unerwartet. War überhaupt keine Bank die letzten Tage irgendwo auf der Strecke. Kein Restplatz, letzten Wochen sogar, okay, ja. Seitdem wir an der Küste fahren, beziehungsweise von Avignon rüber eigentlich schon, Ja. war nicht eine Rastbank. Wie kann ich das Display aktivieren draufdrücken? Okay. Sieht ein bisschen aus, als würde sie kacken, aber das macht sie nicht. Nicht vor der Kamera. Und wir kommen ja gerade vom Campingplatz. Das Also ist bequem. pass auf, dass du nicht reinrutscht. Klumperngewehr, aber schon mal im Ja. Bauch. Das schneide ich raus, aber ja, hat sich einer schon hier eingerichtet. Ne? Da hat er dann auch feuchtes Toilettenpapier, wie es aussieht. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Steffen guckt gerade, was hier so abgeht. Auf jeden Fall hat ja Steffen die GoPro an sich genommen. Ich glaube, sein Plan ist, ein Tag, ein Clip reicht. Also, wenn wir jetzt keine Strecken mehr sehen, dann liegt das wahrscheinlich daran, weil Steffen keinen Bock hat, auf Strecke zu filmen. Bisschen petzen. Naja, mal gucken, was bei rumkommt. Ich weiß es nicht. Also, ja.
Mal sehen, ob das was Gutes wird. Haben heute in einem kleinen Waldstück übernachtet und am Abend und am Morgen die ganze Zeit Schüsse gehört. Und da haben wir mal recherchiert. Da standen überall Schilder Reservé des Chasses in den Feldern, wo Weinreben angebaut wurden. Und da haben sie anscheinend so Rebhühner und so gejagt um uns rum. Weil wir nicht genau wussten, was sie da jagen. Also keine Wildschweine, nur Kleinvieh. So, wir sind jetzt wieder an der Rhön, beziehungsweise anscheinend im Kanal von der Rhön. Eigentlich soll ich hier nicht filmen, der Weg ist ein bisschen bescheiden. Jetzt sehen wir noch mal ein bisschen was. Boah, was wächst denn da drüben? Riesenwuchs. Ja. Ich glaube, das sieht man wegen der Kamerastabilisierung gar nicht so, wie das einen hier durchschüttelt. So, immer noch am Kanal. Da ist ein Boot mit nichts drauf. Überall Wasser. Wasser umzingelt. Ich wollte gerade sagen, wir haben die Huckelstraße besiegt, aber ab und zu kommt noch eine richtig fiese. Jetzt fahren wir so richtig los, hier ist noch am Meer. Wow. Der Feld Wheeler hat uns vorhin noch gewarnt und gesagt, nee, nimm die Straße. Aber da war es schon zu spät, aber auch schon hier. Ja, ach, das ist pures Abenteuer. Wir müssen halt nur extrem aufpassen. Ich habe halt keine Lust, den Reifen zu wechseln. Die Aufnahme wird sowas von mies sein. Guck mal, der kommt auch nicht vorwärts, aber ich kann es nicht filmen. Das ist wieder der Vogel, der kommt nicht voran. Wie wir. Ah. Er überholt uns. So, der nächste Morgen. Wir haben heute wieder mal auf einem Campingplatz übernachtet. Camping Municipal, also so ein städtischer, von der Gemeinde her. Ist immer sehr günstig. Wahrscheinlich wollen wir wieder versuchen, irgendwo wild zu campen, wenn es geht. Ein bisschen mehr aufs Budget schauen. Weil, ja, wir haben diese. 3 Euro. Ja, wir haben diese zwei Schulabgänger, oder keine Abgänger, die haben eine Schule abgeschlossen. Jedenfalls, die haben 3 Euro pro Person fürs Essen am Tag. Und Kühe. Das sind Pferde. Ja, Pferde. Ja, also nicht wundern, wenn wir manchmal komisches Zeug labern. Du hast es in der Beschreibung schon angegeben. In der Beschreibung. Was habe ich angegeben? Das für Müll erzählen. Ach so, ja. Aber das kommt daher, ich meine, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, den ganzen Tag auf dem Rad, auf den Verkehr achten muss, wegen Versicherung da Geplänkel hat, wackelt ein bisschen, wegen Versicherung sich da kümmern muss, so über 2 Ecken und dann auch auf so Equipment gucken muss, dann noch lernen muss.
gucken muss nach WC, nach Essen, nach Einkaufsmöglichkeiten, jetzt Gaskartuschen als nächstes, nach dem Weg, Planung, dann aufs Wetter achten muss. Das sinkt einfach der Intelligenzquotient und da hat man nicht mehr so viel Kapazitäten. Ich versuche das dann alles für euch verständlich zusammenzuschneiden. Aber ist halt so. Man denkt immer, ja, was labern die, auch wenn man so andere Videos guckt, dann denkt man manchmal, ja, das ist okay, aber in dem Moment, da bist du nicht zu mehr fähig. Am Ende des Tages, vor allem, wenn du dich Ja. schon alles gegeben hast körperlich. Den hat gemeint, am Ende des Tages, wenn du schon alles gegeben hast, ja, da bist du ausgemacht, auch wenn die Sonne dann die ganze Zeit dir auf dem Wand gebrannt hat. Das ist so wie, als wärst du so ein bisschen besoffen. Oder als hättest du gekifft, so fühlst du dich. Also so gar nicht mehr so richtig da, bist du so ein kleiner Zombie. Und ja, also dann nicht wundern, wenn dann nicht mehr so viel Geistreiches kommt. Guten Morgen. Wir haben ganz toll hier geschlafen. Direkt vor den Bergen. Wir mussten uns gestern noch schnell einen neuen Schlafplatz suchen, weil bei dem einen, den wir ausgesucht hatten, ist eine Drohne über uns geflogen. Okay, einmal ist ja in Ordnung, aber dann kam sie das zweite Mal. So, und dann sind wir dann geflüchtet und sind jetzt da gelandet. Und jetzt machen wir uns auf. Sind ganz, ganz bald in Spanien. Es hat ein bisschen geregnet die Nacht. Los! Navigieren mal wieder mit Google und Google sagt, wir sollen hier rein. Ja, ich weiß nicht, ob man diesen Weg sieht. Hier ist ein Weg. Geht da weiter. Es wird dann irgendwann zur Straße, angeblich. Wunderbar. Es werden Fotos von den Bergen gemacht. Nicht nur von denen da hinten. Was sind die hier? Nicht schlecht. Wir haben heute Nacht auf dem Campingplatz übernachtet und war sehr günstig. Haben wir uns schon gewundert. Und in der Nacht haben wir dann so Grunzen gehört. Und es hat sich wie Wildschweine angehört. Und tatsächlich, ich habe sie dann gesehen, ich bin dann raus. Und dann waren die uns zu nah. Dann sind wir aus dem Zelt raus, rein ins Badehäuschen. Und da habe ich überlegt, was wir machen. Dann bin ich zu diesem Rezeptionisten, der wohnt hier anscheinend auch auf dem Campingplatz. Und der dann so, ich weiß. Und dann habe ich erstmal angeguckt, da habe ich gesagt, ja, ich verstehe ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, ich habe irgendwas falsch verstanden. Und der hat gesagt, nö, ist kein Problem, wir sollen keine Angst haben. So meine ich, dass er gesagt hat. Oh, und dann haben wir gesagt, wow, dann sind wir erst noch eine Weile vorne geblieben in dem WC-Häuschen, haben ein bisschen gegoogelt und ChatGPT gefragt, so wie ist es mit Wildschweinen und so. Und ja, da war uns schon ein bisschen mulmig, aber ja, das war dann laut den ganzen Quellen nicht so schlimm, wenn man im Zelt ist, halt kein Essen drin haben und man soll sich dann ein bisschen bemerkbar machen, wenn sie zu nahe kommen. Und wir haben da immer vorher so Klatschen gehört, haben gesagt, ja, wer klatscht denn jetzt in der Nacht? Und das soll man dann anscheinend auch machen, wenn sie zu nahe kommen. Also nicht genau, wenn sie neben dir stehen, dass sie dann durchdrehen und das Zelt umrennen, aber wenn sie so ein bisschen weiter weg sind, dass sie halt wissen, da ist jemand, dann halt in die Hände klatschen. Wir sind auf irgendeiner Parzelle einfach, weil... Da ist aufgewühlt. Ja, ich guck mal, vielleicht kann ich es zeigen. Ja, das mal an. Die eigentliche Parzelle, wo für Zelte gedacht ist. Da, siehst du das aufgewühlt? Ja, war das gestern schon? Nee, weiß ich nicht. Guck mal, da waren die näher als gedacht hier. Ja. Also gestern haben wir das nicht gesehen. Gestern glauben wir nicht, dass das schon da war. Da haben die ein bisschen ganz schön gut umgeackert hier. Dauert nicht mehr lange.
Nach links. Okay, wir sind auf der spanischen Seite ohne Probleme rübergekommen.